Hallo Freunde, dies ist Team das Selvas, der Ihnen eine weitere Schlacht bringt, diesmal die furchterregenden deutschen Fallschirmjäger in einen Kampf gegen die Streitkräfte der britischen 8. Armee über die strategische Brücke von Primosole, nur wenige Meilen außerhalb der Stadt Catania, Sizilien. Diese Schlacht fand statt, nachdem Elemente deutscher Fallschirmjäger und italienischer Arditi-Einheiten die Truppen der britischen 1. Paracute-Brigade, die diese Position besetzten, vertrieben hatten. Die deutschen Fallschirmjäger machten genau einen Tag vor der Ankunft der britischen Fallschirmjäger einen Sprung in der Region Catania, direkt aus Südfrankreich, wo sie sich nach der Rückkehr aus Osteuropa neu organisierten. In dieser Schlacht werden sie gegnerische Elemente der Duran-Ligt-Infanterie und Panzer des Royal Tank Regiments sein. Die Schlacht verspricht sehr eng zu werden, da diese Brücke für den Vormarsch der britischen Armee in die Ebene von Catania von entscheidender Bedeutung ist, wo sie einen Bewegungskrieg entwickeln kann. Unsere Fallschirmjäger hatten Zeit, sich am Nord- und Südufer des Simeto-Flusses zu verschanzen und haben unsere besten Panzerabwehrwaffen in der Region, die mächtige 88 mm Flak, eingesetzt, mit denen sie den Vormarsch der alliierten Streitkräfte verhindern wollen. Wir werden auch die Hilfe von 81 mm Mörsern im Kampfgebiet und 120 mm Mörsern und 75 mm Kanonen aus der Ferne haben, wobei dieses Feuer von einer fortschrittlichen Beobachtungseinheit geleitet wird, die bereits einige Bereiche des Bodens für sofortiges Feuer kartiert hatte. Nach der Landung. Ein Schluck aus frischem Quell. Die Fallschirmjäger haben Stellungen bezogen. Kurzerhand und für den Führer und für Deutschland ziehen wir in die Schlacht. Unsere Truppen, richtig positioniert, warten sehnsüchtig auf den feindlichen Angriff, der sicherlich mit intensivem Mörserfeuer beginnen muss. Jeder soll sich in den Schützengräben und Gebäuden in der Umgebung schützen. Die letzten Vorbereitungen werden vor dem Angriff mit der besten Positionierung der Maschinengewehre und Mörser für das Nordufer des Simeto-Flusses getroffen. Wie wir erwartet haben, konzentriert sich das feindliche Feuer auf die Nordseite des Flusses, wo unsere Truppen ihre Stellungen bereits mit mehreren Fuchslöchern zum Schutz organisiert haben, wenn auch teilweise. Neben Artilleriefeuer wird eine intensive Nebelwand vor den feindlichen Vormarsch geworfen.
Das feindliche Feuer ist sehr intensiv, und selbst in den Schützengräben häufen sich unsere Verluste schnell. Unsere Truppen bestehen jedoch aus Veteranen, die an den verschiedenen Fronten, an denen sie gekämpft haben, ähnliche Situationen durchgemacht haben, und sie geraten nicht in Panik. Das feindliche Feuer breitet sich in Gebiete aus, in denen unsere Streitkräfte nicht konzentriert sind, und die Verteidigungslinien bleiben im Allgemeinen gut organisiert. Nach dem anfänglichen Beschuss und der Auflösung der Nebelwand warten wir auf die baldige Annäherung des Feindes. Wir hören bereits den Lärm der Bewegung der Panzereinheiten, und unsere Panzerabwehrtruppen sind in höchster Alarmbereitschaft. Durch die Nebelwand findet schließlich der lang ersehnte feindliche Angriff statt, auf den unsere Männer mit Wucht und Nachdruck reagieren. Gepanzerte Infanterieunterstützung, die furchterregenden Schamans, erscheinen auf dem Operationsgebiet, das einen erbitterten Kampf zwischen diesen Einheiten und unseren Panzerabwehrverbänden erwartet. Trotz guter Rüstung sind die Schamans unseren Flak 88 mm Kanonen nicht gewachsen und erleiden schnell ihre ersten Verluste, was das Selbstvertrauen und die Moral unserer Männer stark stärkt.
sicherlich darauf bedacht, auf dem Schlachtfeld Ruhm zu erlangen, verstieß gegen die Anweisungen dieser Streitkräfte, um sich getarnt und schwer auffindbar zu positionieren, wodurch sie direkt von die feindlichen Panzerfahrzeuge. Aufgrund von feindlichem Feuer und Unerfahrenheit ist das Feuer dieser Einheit oft ungenau. Zerstört den Panzer! Unsere Mörsertruppen sind immer noch aktiv, um den feindlichen Angriff zu stören. Die Spannungen nehmen mit der gefährlichen Annäherung britischer Truppen von der Brücke von Primosole nach und nach zu. Ein wichtiges Ziel für die 8. Armee, um ihren Vormarsch in Richtung Messina fortzusetzen, das mit allen Mitteln verhindert werden muss. Haltet die Augen offen!
rücksichtslos falsch positionierte Panzerabwehreinheit leidet unter den Folgen ihrer Haltung. Obwohl wir während des Kampfes 2 Panzer zerstört hatten, beraubte uns diese Rücksichtslosigkeit eines wichtigen Vermögens und verursachte den Verlust wertvoller deutscher Leben. Unter Druck sinkt die Effektivität der Einheiten dramatisch, mit wiederholten Fehlern beim Zielen und Schießen, was sich gegen die Feuerkraft von Schaman als fatal erweist. Britische Truppen nähern sich unseren vorgeschobenen Verteidigungsstellungen auf der Südseite des Flusses Simito. Der Angriff der vereinten Waffen des Feindes stellt die Integrität unserer Streitkräfte in Frage und die Angst vor einer Niederlage in diesem Sektor ist groß. Schützengräben sind die einzigen Panzerabwehrgewehre mittlerer Reichweite Panzerabwehrgewehre, die wenig präzise und gegen die starke Panzerung der Schamans unwirksam sind. Die Orientierung besteht darin, zu versuchen, ihr Feuer auf die rauchen und beweglichen Teile im Panzerturm zu richten. Der Kampf breitet sich über das gesamte Gelände aus, und alle unsere Einheiten sind in den Kampf involviert.
feindliche Infanterie hat ernsthafte Schwierigkeiten, mit dem Vormarsch der Panzerfahrzeuge Schritt zu halten, was eine große Chance für Männer mit Panzerabwehrgewehren bietet, deren Wirksamkeit gering ist. Aber wir hoffen, durch wiederholtes Schießen in der Lage zu sein, lassen die Besatzungen dieser Panzer in Panik geraten und fatale Fehler machen. Das Feuer der feindlichen Mörser fällt weiterhin unerbittlich auf unsere Männer mit unglaublicher Genauigkeit und fordert eine wachsende Zahl von Opfern. Obwohl die Wirksamkeit von Panzerabwehrgewehren gering ist, führt ihr intensiver und ständiger Einsatz dazu, dass britische Panzerbesatzungen Fehler machen, die sie schließlich unter die Wirkung unserer stärksten Panzerabwehrwaffen setzen, mit schrecklichen Folgen für den Feind. Diese Taktik führt zu sehr guten Ergebnissen und wir beginnen, die ersten Früchte mit einem weiteren Schaman-Panzer und seiner Besatzung außerhalb des Gefechts zu ernten.
Dies ist ein Moment intensiver Kämpfe zwischen feindlichen Panzern und unseren Panzerabwehreinheiten um das Hauptziel für uns und die Briten, die Primosole-Brücke über den Simito-Fluss. Bisher ist die Schlacht undefiniert, mit großer Betonung auf die Intensität und Genauigkeit der feindlichen Artillerie und unsere Taktik, feindliche Einheiten vom Schutz ihrer Unterstützungsinfanterie zu trennen, um eine erfolgreiche gemeinsame Aktion unserer verschiedenen Panzerabwehrwaffen zu ermöglichen. Hiermit verabschieden wir uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen, und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Bleiben Sie gesund und tragen Sie eine Maske. Namaste.